Mahlzeit, was geht? Willkommen zurück. Und weiter geht's endlich mit Sherlock Holmes. Ich glaube, eine Woche ist immer viel zu lang. Ja. Ich würde sagen, wir starten gleich einfach nahtlos wieder weiter rein. Letzte Woche, bis jetzt haben wir es geschafft, jeden Abend den Fall zu beenden. Also lief schon mal nicht schlecht. Ja, schwarzer Peter haben wir gelöst. Rätsel auf den Gleisen haben wir gelöst. Blutbad haben wir gelöst. Die Affäre Abbey Branch sind wir jetzt bei. Da habe ich auch mega Bock drauf. Also die letzten Male lief ja relativ gut. Und ich denke mal, das passt perfekt wahrscheinlich heute wieder, dass wir einen Fall abschließen zum Ende. Und ich bin mal gespannt, wie viele Fälle wir allgemein in dem Spiel noch übrig haben. Ich habe jetzt den 4. Fall in der Mache. Das heißt also, seit 4 Wochen hängen wir jetzt jeden Donnerstag da dran. Und wir haben ja schon gesagt, danach geht es nahtlos in Sherlock Holmes, Devils... Namen vergessen. Hier Namen einfügen. Also wir gehen danach auf jeden Fall in den Teil, der 2016 rauskam. Also der Teil ist älter. Aber ich wollte gerade sagen, schnacken wir nicht mehr lange drum rum, gehen wir in den nächsten Fall. Hatten wir eine Cutscene vorher? Also sonst war doch immer eine Cutscene oder sowas. The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade. A letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Irgendwas mit Letter. Also wahrscheinlich irgendein Brief oder so. Ah. Ein erschütternder Skandal in der High Society. Der berühmte und begnadete Archäologe, der Stolz unserer Nation, Sir Rodney Bencliffe, wurde ermordet aufgefunden. Das Verbrechen ereignete sich in den Thermen in Strand Lane. An jedem Ort also, an dem der Archäologe seine neuesten Ausgrabungsarbeiten begonnen hatte. Doch das eigentlich Schockierende an diesem barbarischen Mord ist die Tatsache, dass er von Sir Rodneys früherem Partner und Freund und Partner Percival Blinkhorn verübt wurde. Für dieses Verbrechen kann nichts als die Todesstrafe in Frage kommen. Das ist das Ende vom letzten Part. Geil. So. The Strand. Der Fall um den erschütternden Mord um den ehemaligen Captain Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter, ist gelöst. Die Beweise, die Scotland Yard von sicherer Quelle erhalten hat, waren mehr als ausreichend, um festzustellen, dass Peter Carey von Patrick Cairns, einem sehr früheren Harpunier, ermordet wurde. Der gemeingefährliche Verbrecher wurde vom tapferen Inspektor Lestrade in einem Faustkampf unschädlich gemacht und in Gewahrsam genommen. Patrick Cairns wird für seine Tat mit großer Wahrscheinlichkeit zum Tode verurteilt. Das haben sie echt verschönigt. Wir haben den umgeboxt. Schwein. So.
This is where I keep... Da ist noch mehr. Mycrofts Ärger. Sherlock, mein geliebter Bruder, du hast ein weiteres Mal einen großen Fehler begangen. Hast du eine Ahnung davon, dass sich das Königreich dank dir am Rande eines internationalen Konflikts befindet? Wie konntest du diesen hochsensiblen Fall den hirnlosen Leuten von Scotland Yard anvertrauen? Ja gut, sie haben die Täter gefasst. Aber hast du mal einen Blick in die Zeitung geworfen, was für eine große Unruhe deswegen entstanden ist? Es ist verallgemeinern von allen Mexikanern die Rede. Dabei gibt es, wie du vielleicht weißt, zahlreiche wichtige Abmachungen zwischen dem Königreich und den unterschiedlichen loyalen mexikanischen Firmen. Das sollte dir zu denken geben, dein Bruder Mycroft. Eine unserer Entscheidungen. Egal. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. The letter. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Ja, auf welchem Tisch? Ach, da. Brackenstall. A wax seal with the monogram E.B. A wax... The Brackenstall family coat of arms. Okay, und jetzt kann ich das jetzt öffnen? Hallo? A wax... I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Abbey Grange, Marsham, Kent. Mein lieber Mr. Holmes, es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir unverzüglich bei einem Fall zur Hilfe kämen, der höchst bemerkenswert zu werden verspricht. Die Sache liegt ganz auf Ihrer Linie. Bis auf die Befreiung der Lady werde ich dafür sorgen, dass alles so bleibt, wie ich es vorgefunden habe. Doch bitte ich Sie keine Sekunde zu verlieren, da Sir Oysters nicht lange dort wird liegen bleiben können. Hochachtungsvoll Inspektor Lestrade. Der Verbrecher ist der als nächstes hier im Chat erscheint. Naja, ist ja theoretisch du, ne? So, what is it, Holmes? Promising, as always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. Nee, nach mir bin ja eine Weile The hin. crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Okay. Untersuchen Sie den Mord, der in Abbey Grange verübt wurde. So, das ist ein Ort. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist eine Frau. Ups. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses. She has given so clear an account that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of Danke für die 10 Bits, Poker-Joker, und willkommen. Exactly. The father and 2 sons. Noch am Handy, danach im Multiplay. Alles They klar. stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts.
She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is Doch, the body vergisst. of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Ja, Pokerjoker, du bist jetzt wahrscheinlich der Täter. Hat Dragon gesagt. So, gibt's hier denn irgendwas zu sehen? Hallo? Menschen. Aber fürs Hallo sagen und bis zum Multiplayer Ladies, komme ich allow gleich. me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. Ouch. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Hilfe. Immer doch, nur muss ich mir... Wen soll ich umgebracht haben? Du bist wahrscheinlich für diesen Fall hier verantwortlich. Seine Aussage. Aber die hat ganz schön einen verpult bekommen, Alter. Frische Verletzung. Ah. Känguru und Emu. Australische Herkunft. Na, 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 wo gucken wir denn hin jetzt hier? Ja. Alte Verletzung. Ehering. Irgendwas fehlt. Garantiert nicht. Ich achte auf die Weiblichkeit. Na? Wo ist hier noch was? Hallo? Da war was. Blasse Wangen. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Okay. Alter, das war eine Faust aufs Auge. Aber die hat übelst einen verpult bekommen. Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. Alles nur für ein bisschen Silber. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. Also ich würde gerade sagen, da gehen wir auf die alten Verletzungen, oder? Also sie hat ja an der Handfläche da auch gerade eben Flecken und sowas gehabt. Lestrade weiß ich gerade gar nicht. Da ist gerade Pokerjoker reingerusht mit seinem Funko Chicken. Sonst nichts ist ihre Aussage gewesen. Es war sonst nichts. Sie sagte sonst nichts. Also es war keine glückliche Ehre, sonst nichts. Und daraufhin antworten wir jetzt gerade. Also meine Denke wäre jetzt, die alte Verletzung anzusprechen, die sie an der Hand hat. Und sie sagte ja schon, er war ekelhaft, wenn er betrunken war. Und vielleicht hat er ja auch mal das ein oder andere Mal zugehauen.
Würde ich auch machen, ja. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Your ladyship? Das klingt aber auch ein bisschen verdächtig. Ich würde mich auch nicht gerne schlagen lassen. Wenn meine Freundin mich die ganze Zeit I haut, would like to Alter. hear your testimony. Certainly, sir. Erstmal wieder Analyse. Altersfalten. Ja. Ah, natürlich ist jetzt das da alles unterhalb des Bildschirms. Fürsorglich. Kaffeefleck. Arbeiterhände. Alk schützt vor Strafe nicht. Der sowas macht, sollte ewig im Knast schmoren. Manche Leute... Es ist ja eine Krankheit, ne? Mittlerweile. Also beziehungsweise war es schon immer. By my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Okay, die war jetzt nicht so hilfreich. Ah, Bild. Ratza. These scratches are most definitely made by the picture frame. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Und ich wette mit dir, dass keine Sau diesen Code hat, bis ich den irgendwo wieder hergepuzzelt habe. Nein, wir werden keine Tränke mixen. Nehm dich ins Lurk gleich. Alles klar. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Ja, such, kleine Ratte, such. Schnüffel das. Ich finde sowas nicht als Krankheit. Das ist eigentlich Dummheit. Wer Alk trinkt, muss sich beherrschen können. Meine Meinung dazu. Ja. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Ich habe da gerade irgendwas brummen gehört und ich glaube, es war eine Katze. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. That must be the murder weapon. The head was cracked with the force of the blow. Es macht doch Kopfschmerzen, Mann. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Quite a large stick, a formidable weapon. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Okay, wir haben schon was zum Kombinieren. Kamingitter ist blutverschmiert. Ein Schürhaken, an dem sich Blutspuren befanden. Leiche.
Täter identifizieren. Zeugen haben die Täter identifiziert. Die berüchtigte Randall-Bande. Kamingitter und Schürhaken? Nö. Obwohl, das Kamingitter, haben wir ja ausgewählt. Da hatten wir ja schon die Möglichkeit, was zu verbinden. Die Leiche von Sir Eustace Bagginstoll mit zertrümmertem Schädel und Schürhaken. Schlag mit Schürhaken. Sir Eustace könnte an einem Schlag mit dem Schürhaken gestorben sein. Könnte. So, Leder. Ah, die haben gesauft. A decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Glas mit Weinstein. Ein Glas mit Weinspuren und sehr viel Weinstein. Zwei Gläser mit Spuren von dekantiertem Wein, aber ohne Weinstein. 3 Personen. Es waren 3 Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Möglicherweise mag eine der Personen ihren Wein mit Weinstein. Es waren 2 Personen, die aus den Gläsern Wein getrunken haben. Die Reste wurden in das dritte Glas geschüttet, weswegen sich nur darin Weinstein befindet. Okay, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung und noch nie davon gehört, was Weinstein ist. Ich lasse es erstmal bei 2 Personen. Das wird alles nachher noch richtig gestellt. Weil es kann natürlich auch gut sein, dass das alles nur inszeniert wurde. A trapper's hut. A trapper's hut. Und vielleicht wirklich nur 2 Leute an dem Mord verantwortlich sind. The hunting scene. A hunter's cabin. Achso, hier geht's nach draußen. Nee, wir machen erstmal einen Raum fertig. Na? These wine bottles are expensive and mostly from France. A bottle of wine is missing here. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. A hunting scene. Vielleicht ist es halt wirklich nur zur Verwirrung, dass sie eigentlich, This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. vielleicht ist es wirklich so, dass die, A deer hunt. das nur, mitgenommen haben, um den Verdacht von sich wegzulenken. Da war was, ich hab's gesehen. Da. A deer hunt. A fur trader's cabin. Okay, ich glaube, sonst gibt... Ah, Bild. Nee, Jagdfilm. Antique hunting weapons. Okay, ich denke mal, damit haben wir hier erstmal alles gesehen.
Nee, ich will nicht raus. Kann ich nicht rein? Hm. Okay, hier draußen ist jetzt halt gar nichts. Have you found any interesting clues yet, Mr. Holmes? Lord Ramsay Brackenstall. Lord Brigham Brackenstall. Sir Warthen Brackenstall. Die einfach über alles Bescheid wissen. Baron Lyndon Brackenstall. Brackenstall. Lord George Brackenstall. The Brackenstall family seems Die sind sehr ernte. Death was instant. This house feels rather sinister. I can't say that I like it here. Okay. Haben wir jetzt vielleicht irgendwas gefunden, damit wir mit denen nochmal quatschen können? Ah! There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? Please leave my Mary alone. She suffered so much, she deserves some rest. Alibam. Ich entscheide, wann sie durch ist. Das Familiengeschäft läuft. Die Randall-Bande ist wieder unterwegs. Vor weniger als 2 Wochen ist die berüchtigte Einbrecherfamilie, die als die Randall-Bande traurige Berühmtheit erlangt hat, mit einem brutalen, aber leider erfolgreichen Einbruch in eines der wohlhabenden Häuser in Sydenham wieder aufgetaucht. Die Polizei ist den Verbrechern bereits auf der Spur, allerdings wurden bisher keine Einzelheiten der Tat genannt, auch nicht der Name des Opfers. Ein Zeuge konnte zu allen 3 Männern genaue Personenbeschreibungen abgeben, was die Polizei sicherlich die Möglichkeit geben wird, ihr Profil dieser Familie von Ganoven zu vervollständigen. Wir nehmen uns die Freiheit, unsere geschätzten Leser über diese gemeingefährliche Bande zu informieren und ihnen die aktuellsten Beschreibungen der 3 Verbrecher zu geben. Die Bande ist schon seit geraumer Zeit aktiv und besteht aus einem Vater und seinen 2 Söhnen. Das älteste Mitglied, Jack Randall, ist ein Mit-40er mit bereits ergrautem Haar sowie von durchschnittlicher Körpergröße und Statur. Als derjenige, der bei den Einbrüchen die Fäden zieht, behält er stets die Kontrolle über seine Söhne, die sich zwar altersmäßig nicht sehr unterscheiden, vom Aussehen her dafür umso mehr. Der ältere Sohn, William Randall, ist ein großgewachsener, breitschultiger Mann mit unverhältnismäßig kleinem Kopf. Sein jüngerer Bruder Melvin Randall ist deutlich schmächtiger und wird als dünn wie eine Bohnenstange beschrieben. Die Bande wird nicht nur wegen zahlreicher Diebstahl- und Einbruchsdelikte gesucht, sondern auch wegen ihrer außerordentlich brutalen Piratenkarriere, bevor sie nach England zurückkehrten. Seien Sie auf der Hut und mögen Ihre Wertgegenstände sicher sein. Schade, dass ich heute nicht verwirren kann, aber nächstes Mal bestimmt. So, komm du ins Lurk. Alles klar. Außerdem macht doch nichts. Beim letzten Mal warst du, glaube ich, auch nicht dabei. Also nicht lange. Macht doch nichts. Alles gut.
Täter identifiziert. Randalls sind bekannt. Randall als Sündenböcke. Der Einbruch wurde kläglich inszeniert und die ganze Geschichte nur erfunden, um die Schuld für den Tod von Sir Austins den Randall in die Schuhe zu schieben. Randall-Bande, es gibt keine Ungereimtheiten zwischen den Zeugenaussagen und Beweisen. Sie deuten alle auf die Randall-Bande als Täter hin. Und da zum Beispiel grätsche ich kurz ein. Das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Ich zum Beispiel, ich hätte jetzt gesagt, die würden erstmal nur als Sündenböcke benutzt werden. Weil das könnte ich mir nämlich auch erstmal vorstellen, dass das nämlich gar nicht stimmt, dass die das nämlich noch gar nicht waren. Erstmal. Vielleicht kommt es nachher noch dazu, dass sie es doch waren, aber dann können wir es nachträglich immer noch ändern. Aber ich finde es halt sehr verdächtig. Sie wird geschlagen. Keine glückliche Ehe, bla bla bla. Die andere findet sie dann auf einmal, hast du nicht gesehen. 3 Weingläser mit unterschiedlichen Dings. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was Weinstein ist. Ah. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Ja gut. Müsste ja irgendwas wahrscheinlich mit Australien sein. Aus Australien. Lady Brackenstall reiste von Australien nach England und heiratete kurz darauf Sir Eustace Brackenstall. Müsste ja wahrscheinlich das sein, das hatten wir gerade noch nicht. Nee. Aber warte mal. Der Schädel, Kamingitter? Jo. Tödlicher Unfall. Der Tod von Sir Eustace könnte ein Unfall gewesen sein. Er könnte hingefallen sein und sich damit am Kamingitter den Kopf aufgeschlagen haben. Schlag mit Schürhaken. Sir Eustace könnte an einem Schlag mit dem Schürhaken gestorben sein. Und das zum Beispiel glaube ich nämlich auch, dass er zwar geschlagen wurde, aber dass er wahrscheinlich durch den Aufprall gestorben ist. Dass er einfach hingefallen ist oder beziehungsweise wurde überrascht durch den Schürhaken am Kopf, umgefallen, mit dem Kopf auf dem Kamingitter. Und dann zum Beispiel würde es auch wieder Sinn machen, dass es eben nicht die 3 Brüder waren, sondern dass... Ich habe ja so den blöden Verdacht, dass es seine Frau war. Zusammen mit der Dienstmagd. Ich nehme das erstmal. So, was war auf dem Zettel? 1893 oder so, ne? This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Hä? Wie soll ich das mitkriegen, dass das vibriert? Hört man das? Aha. Die Scheiben in der Mitte. Also ist ja kein guter Save, wenn er das so anhand als Laie. Ärztlicher Bericht. Sir Eustace, Ihr momentaner körperlicher und geistiger Zustand ist äußerst besorgniserregend. So gibt es verschiedene Anzeichen für einen schweren Leberschaden. Bei der letzten Untersuchung hatten Sie stark blutunterlaufene Augen und Ihre Haut war leicht gelb gefärbt. Auch weist Ihr Atem einen Geruch auf, der typisch für Lebergeschädigte ist. Darüber hinaus gibt es noch die Lungenabszesse, über die wir bereits gesprochen haben.
Die Beinkrämpfe, von denen sie mir berichtet haben, werden von einer Veränderung des Nervensystems verursacht, die ihrerseits auf exzessiven Alkoholmissbrauch zurückzuführen ist. Dies gilt auch für den Tremor. Ihre Leber fühlte sich bei der Untersuchung sehr hart an, was ein deutliches Symptom einer fortgeschrittenen Zirrhose ist. Außerdem gibt es Anzeichen auf Aszites, also einer Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle. Ihr geschwollener Bauch lässt keinen anderen Schluss zu. Die Schmerzen unterhalb ihrer linken Rippe weist auf ein ernstes Bauchspeicheldrüsenleiden hin, das zu einer akuten, fulminanten und letztendlich tödlichen Bauchspeicheldrüsenentzündung führen kann. Ihr Zustand könnte auch ein Risiko für andere Menschen in ihrer Nähe und darüber hinaus darstellen. Ihr exzessiver Alkoholkonsum schränkt ihre Selbstbeherrschung ein und verstärkt ihre Aggression. Ich stehe Ihnen jedoch gerne zur Verfügung, um Sie bei diesem Problem zu unterstützen. Es gibt eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Okay. Please leave my Mary alone. Du hast mir gar nichts zu sagen, du bist gar nicht meine richtige Mutter. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead. But a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Okay. Also natürlich auch krass, ne? Du kommst irgendwie aus einem anderen Land und das Erste, was du machst, alles klar, den knack ich. Aus Australien. Zurückgezogenes Leben. Alter, viele Entscheidungsmöglichkeiten. Keine Bekannten. Lady Brackenstall heiratete Sir Eustace kurz nach ihrer Ankunft in London und verließ das Haus seitdem selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder ihre Dienstmagd Bekanntschaft mit irgendjemandem in England geschlossen hat, ist sehr gering. Bekanntschaft mit einem Seemann. Lady Brackenstall kennt jemanden, der an Bord der Rock of Gibraltar war. Boah, das sind Fragen, ey. Die können wir noch gar nicht alle beantworten. Okay, das eine... Oh. Na klar, dein Ding in der Mitte muss gemolken werden. Lassen wir das Thema. Alles klar. Please leave my Mary alone. Halt doch mal die Backen, bitte. Oh. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Bezaubernder Typ. Aussagen des Inspektors, Gewaltausbrüche. Häusliche Gewalt. Sir Eustace war gegenüber seiner Frau gewalttätig. Das ist nämlich auch das, was ich mir jetzt gerade die ganze Zeit denke, ne? Also, sie erzählt ja die ganze Zeit, oh ja, mein Mann und oh. Und sie hat, also die Dienstmagd hat kein gutes Wort an ihm gelassen. Und es wäre halt ein Motiv für die beiden.
Sie nehmen jetzt halt einfach, sage ich mal, diesen ganzen Randall-Skandal und versuchen das jetzt so aussehen zu lassen, als ob sie das wären. Also, ich sag mal, mein Verdacht wird untermauert, wenn wir das Besteck finden. Dann war das Besteck nämlich nur so mitgenommen, damit es so aussieht, als wäre es ein Diebstahl gewesen. Vorhin gerade, wo ja auch Sherlock sagt, komisch, dass sie den Kerzenständer nicht mitgenommen haben. This case is a simple one, isn't it, Holmes? A fur trader's cabin. Ah, das ist das Seil. Sailor's knot. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. Toby holen. Untersuchen Sie den Mord an blablabla. Untersuchen Sie den Tatort im Esszimmer. Holen Sie Toby aus der Baker Street und folgen Sie ihm mit der Spur. Würde jetzt wieder Sinn machen, dass sie doch einen Seemann kannte. Es war ein Seemannsknoten. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal eben kurz den Hund holen. Weil sonst wüsste ich jetzt auch nichts mehr dazu machen. Wo ist der Hund? Da. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. Ich glaube, ich konnte noch irgendwas am Tisch damit machen, ne? Jo. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. The fibers from this cut appear to be different. Habe ich hier ein Messer? Jo. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Also es ist auf jeden Fall ein Messerschnitt. Scharfes Messer, verknotetes Seil. Seemannshintergrund. Das Glockenseil wurde mit einem scharfen Messer abgeschnitten und mit Seemannsknoten verknotet. Das könnte darauf hinweisen, dass der Täter ein Seemann war. Ist oder war. Okay, das würde dann aber auch schon mal sagen, Bekanntschaft mit Seemann wäre möglich. Also, ich kann mir das vielleicht gut vorstellen. Gerade zuerst habe ich jetzt die anderen beiden da im Verdacht gehabt, aber vielleicht sind die auch einfach zu wach. Dass sie Hilfe von einem Seemann hatten und dass die drei ihn dann nachher hops genommen haben. So, aber wir haben auf jeden Fall den Hund dabei. Ja, das sind Sachen, die kennen wir alle schon. So, dann gehen wir nochmal zurück. Und dann lassen wir den Hund mal ein bisschen schnüffeln. Both. Search, Toby. Ah, ich spiele den Hund. Ich habe sie aufgebellt. Alter, das ist das Schnellste, was der Hund laufen kann. Ich sehe aber auch halt auch aus wie so ein Fellmops, ne?
The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Ich wusste, dass hier irgendwas am Brunnen ist. The scent leads to the well. I should check it. Ja, und wie komme ich da jetzt aus dem Hund wieder raus? Oder muss ich jetzt irgendwas noch finden? Das führt mich doch jetzt wieder zurück, oder? Los, bell die Tür auf. Okay, das Ding habe ich angebellt. Oder gibt es hier vielleicht noch irgendwas, wo ich lang... Ach, da geht's noch weiter. The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Okay, das heißt, erstmal shoppen. This hook might be useful. Wahrscheinlich Gardening tools, nothing of great interest. muss ich mit dem Haken irgendwie über die Mauer. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Ja, da war was. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Oh, ich dachte, ich kann da jetzt noch reingucken, dass da irgendwas drin ist. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Es ist das Besteck. Silverware. This is hardly a coincidence. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Ich sag ja, es war wahrscheinlich nicht die Randall-Familie. Täter identifizieren, Silberbesteck gefunden. Einbruch führte zum Mord. Es steht fest, dass der Einbruch der Grund für den Mord war. Die Täter haben womöglich vor, später zurückzukehren und das versteckte Silberbesteck zu holen. Inszenierter Einbruch. Der Einbruch könnte lediglich inszeniert gewesen sein, um eine Erklärung für den Tod von Sir Eustace zu liefern. Das versteckte Silberbesteck sollte dabei
nicht gefunden werden. Und das glaube ich eher. Mörderischer Besucher. Sir Eustace wurde von derjenigen Person getötet, die in der Tatnacht zu Besuch in Abbey Grange war. Diese Person hat auch Lady Brackenstall an den Stuhl gefesselt. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen Mann, der groß und kräftig ist. Besuch eines Seemanns. Die Person, die in der Tatnacht zu Besuch in Abbey Grange war, ist oder war wahrscheinlich ein Seemann. Da muss ich noch irgendwas für finden. Aber ich glaube, also persönliche Meinung, das klingt sehr verdächtig. So, da ist Wow Wow. The intruder's trail is lost behind this wall. So, was kann ich denn jetzt tun? Suchen Sie nach möglichen tatverdächtigen Seemännern. Erfragen einen Satz Silberbesteck im Archiv. Rock of Gibraltar 1893. Der Name des Schiffs, auf dem Lady Brackenstall und ihre Dienstmagd von Australien hergereist sind, sowie das Jahr der Reise. Ach so, das heißt, die Dienstmagd ist mit der Lady gekommen. Also nicht, die war nicht im Dienst des Hauses vorher, sondern die ist mit der Dame hergekommen. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? Ich glaube, sie lügt. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Ja, Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. also wir müssen auf jeden Fall ins Archiv. Dazu müssen wir zurück in die Baker Street. Weil leider habe ich hier keine Kutsche mit mobilem Archiv bei. So, Archiv. Also auf jeden Fall Rock of Gibraltar. Also irgendwas über Schiffe. Und 1893. Genau, da ist es. 1893. Ankunft der Rock of Gibraltar. Ankunft der Rock of Gibraltar. Ein Schiff kehrt zurück. Die Rock of Gibraltar ist ein Frachtschiff der Reederei Adelaide Southampton London Linie. Connaught Building, James Street, bla bla bla. Ist nach einer 6-monatigen Reise zurückgekehrt, die sich nach Indien, Neuseeland und Australien geführt hat. An Bord des Schiffes reiste auch Miss Mary Fraser nach England, die Erbin der Familie Fraser, die Ländereien und Zinnbergwerke in Australien besitzt. Diese wunderhübsche junge Dame ist mit Sir Eustace Brackenstall verlobt, einem der wohlhabendsten Gentlemen in Kent. Here it is. Das heißt, ich brauche jetzt wahrscheinlich irgendwas wie eine Passagierliste oder sowas. Für Wiggins, die Adresse der Reederei, der die Rock of Gibraltar gehört. Dort können wir die Liste der Besatzung finden. The shipping company, the Adelaide Southampton London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution.
I'll call in the specialist. Ach so, hier wieder die Buben. Wiggins. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. 3 Stunden später. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Du hast ihn gar nicht bezahlt. I left it right on the table for you, sir. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Mai, 17. Oktober, 10. November, 6. Mai, 12. November, Oktober, Januar, (1894) Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Weil der wurde gewechselt. Also warum ich den gerade angeklickt habe, weil der ist hier als... wo war er? Da ist auf einmal der Captain. Abfahren in Adelaide, Australien. Ankunft in London. Oktober, März. London, England am 17. Oktober. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. This list shows Das ist die Liste. this officer is still at sea, therefore he cannot be involved. I do not think that this sailor has any connection to the case.
This officer is still at sea. This officer is still at... Und die sind alle noch auf See. I do not think that... I do not think... Die beiden sind auf der Liste gar nicht geführt. Das heißt, ich muss jetzt noch die beiden finden. William... This Den? officer was on a ship that sailed half a month ago. He was... Und Herbert Whittington. Namen, Alter. Da. This officer is still at sea. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Bla bla bla. Abfahrt in Adelaide, Australien, Ankunft in London, bla bla bla. Okay, das heißt, wir haben auf jeden Fall den. Stellen Sie Captain Crocker ein, um ihn zur Rede zu stellen. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. So. Mach dein Ding, Wiggins. Could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Einige Zeit später. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Das ist natürlich auch geil, ne, dass du einfach irgend so einem Kiddie folgst. Klarer Ausdruck, ehrlich. Kräftiger Körperbau. Oh, das geht fix, ey. Na. Zeitungstinte. Da ist Dreck. Saubere Stiefel. Guck mal, der ist voll dreckig. Matrosenmesser. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Alte Verletzung, Silberbesteck, angeschlagene Gesundheit, Seemannsknoten, Schiffsbesatzung. Ich hätte gesagt, es ist der Knoten. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ich mach's einfach mal. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now.
Your theory is flawed, anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night. It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Also er hat auf jeden Fall ja das Messer bei gehabt. Und wir haben herausgefunden, dass das Seil mit einem Messer zerschnitten wurde. Crookers Aussage. Captain Crooker kennt Lady Brackenstall, aber womöglich sagt er nicht die Wahrheit darüber, wo er sich zur Tatzeit aufhielt. Captain Crooker ist der einzige Seemann, der zusammen mit Lady Brackenstall und ihrer Dienstmagd an Bord der Rock of Gibraltar war und sich zugleich gerade in London aufhält. Crookers Mitschuld. Crocker lügt. Seine Mitschuld ist offensichtlich. Er erschien sofort, als er gehört hatte, dass ich nach ihm suche. Das deutet auf seine Schuld hin. Crookers Alibi. Captain Crocker war zur Tatzeit an Bord der Sharp. Er hatte keine Angst, sich mit mir zu treffen und wirkte selbstbewusst. Er wirkte wirklich selbstbewusst, ne? Aber... wir machen das erstmal mal mit dem Selbstbewusst. Auch wenn ich damit nicht so ganz... Ah, siehst du? Ah. Oh, ich kann den schon ankreiden. Sir Eustace wurde von einer Person getötet, die zu Besuch war. Er ist groß gewachsen und wendig, sowie ein hochrangiger Seemann. Also wir haben auf jeden Fall herausgefunden, dass derjenige, der das Seil durchgeschnitten hat, auch hochgewachsen ist. Also das steht außer Frage. Es ist mit einem Messer passiert und wir haben gerade bei ihm ein Matrosenmesser gesehen. Die Tante hat eh nichts für ihn übrig gehabt. Die Tat wurde in Notwehr begangen. Jack Crooker wollte lediglich eine Frau vor einem gewalttätigen und trunksüchtigen Mann beschützen. Der Fall wäre damit gelöst, aber sie werden die Details für sich behalten. Was meint ihr? Mord ist Mord, oder? Ich glaube, so haben wir bis jetzt immer gehandelt, ne? Also Mord ist Mord. Also was wir machen können, das ist ja Gott sei Dank alles nicht endgültig. Also wir können ja keine Gnade für Crooker machen und können ja sonst zur Not nochmal zurückspringen zu dem Punkt. Wir machen das mal. Ich gebe immer keine Gnade. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Weniger als eine Stunde später. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth.
I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear, and it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Will er mich hauen? Oh Gott! You should have let me die. How can I live if Mary suffers? I am sorry, Captain Crocker, but there has been quite enough death in this case. Inspector, I give you Sir Eustace's killer. He tried his best to perform his own justice. Well, I'm not surprised. Yes, it was me. I confess. Here is a piece of evidence that can be used in court. Perfect. A case that went smoothly for once. Sir Eustace wurde von Captain Jack Crocker getötet, der an dem Abend Lady Brackenstall besuchte. Dann versuchte sie, das Ganze wie ein Einbruch der Randall-Bande aussehen zu lassen. Crocker schnitt mit einem Matrosenmesser das Glockenseil ab und fesselte die Lady damit. Danach versteckte er das Silberbesteck im Brunnen. Er hat ein brutales Verbrechen begangen und die gerechte Strafe dafür bekommen. 16 von 16. Der Captain ist der Täter. Easy. Ja, ich würde auch sagen, ey, komm, wir haben gerade mal eine Stunde gebraucht. Wir wollen es heute wissen. Wir knallen den nächsten Fall hinterher. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, how ever did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die letzte Geschichte war aber super kurz, ey.
Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house? Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Okay. Do not touch. The plants were here. All of them were stolen. Here is a list of the stolen plants. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. The esconsson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection room. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Ah, alles klar.
Fragments of a flower pot. It fell down here. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Blood. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Ja, wahrscheinlich ist der... Erstmal die Tür. Ja, ist doch richtig. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? I think we need to inspect the Colonial Collection Room. Wahrscheinlich wurde er dann noch irgendwie vergiftet oder so. Na. These plants come from all the territories of the British Empire. Very strange. Half of the colonial collection is absent. The smell is strong. It is a detergent. This broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. This is one of the outlets of the ventilation system. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Dann wurde eingesperrt. Dann war eingesperrt. Etage dann im Koloniehaus eingesperrt. Er stieß die Tür auf, stürzt herab, bla bla bla. Dann haben sie wahrscheinlich irgendwas durch das Belüftungssystem geschleust, während er da drin war. Autopsie durchführen. Führen Sie eine Autopsie an Montagdans Leiche durch. Sein Tod ist verdächtig. Warum stieß er die Tür des Kolonialhauses gewaltsam auf? Warum wurde das Kolonialhaus zum Teil geräumt und gereinigt? War es eine Falle oder ein tragischer Unfall? Okay, das haben wir, das haben wir. So, das haben wir alles hier. These trees, with their roots in water, must originate from Louisiana. Ah, yes, the bayou. I remember our visit in the case of the Awakened. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Ja. Water lily greenhouse.
According to this, they have... Water lily. According to this, dry tropic. Ganz viele Kaktis. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. Dry tropics. There is a smell of burning. The symbol is not from Kew Gardens. The remains of a picture frame. A protective mask. Oder noch irgendwas sehen? Someone set it alight, but it did not burn. A broom handle was half burned. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. Colonial collection. Nursery. A map of Kew Gardens. Seed house. Ventilation system. Dry trop. Water lily. Palm house. Director's office. Damit haben wir, glaube ich, alles. A water tank. Das blubbert aber ungesund, ey. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Nest. Cologne. Water. Ha. Das ist alles wieder das gleiche. Ziemlich großes Areal jetzt gerade zum Durchgucken. Kurzsichtig, billige Brille. Dreckiger Kragen. Na, nicht nur der Kragen. Unverheiratet. Hände eines Gärtners.
Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Can I help you, gentlemen? Nein, erstmal in die Richtung. Yes, but part-time only, for I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Gerötete Augen, hat vor kurzem geweint, tief traurig. Beim Rasieren geschnitten. Ist mir nicht passiert. Saubere Hände. Thank you, young man. We shall see you again soon. Farmhouse. Fühle ich mich gleich wie im Dschungel. Water lily greenhouse. So, was haben wir denn jetzt alles? Finden Sie die Pflanzen, die nach der letzten Ausstellung Q bla bla bla. Führen Sie eine Autopsie an der Leiche von Montag durch. Im Archiv, im Archiv, im Archiv. Okay, das heißt, wir müssen erstmal nach Scotland Yard. Dann machen wir erstmal die Autopsie. Und dann gehen wir nochmal zurück ins Archiv, gucken uns da die ganzen Beweise an, alles was da so rumflackt. Und dann, ja, müssten wir eigentlich so den ein oder anderen Hinweis kriegen, dass wir, es sind ja Gott sei Dank nur 2 Leute, die wir I befragen asked können. Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy, then. So, das war, nee. Nee. Ja. First of all, let us carry out an external examination. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. The air from the lungs carries a faint floral aroma. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. Nothing suspicious here. No redness, stings, or bruises. Now, let us examine the internal organs. Jo. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. The liver tissue is brown.
There are no visible pathological signs. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. The lungs are congested and edematous. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Sag ich ja, der wurde vergiftet. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No, a few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building? I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Okay, dann war eingesperrt und vergiftet. Dann wurde vergiftet. Nach Montague Dunn im Kolonialhaus eingeschlossen wurde, inhalierte er ein tödliches Pflanzengift. So, dann gehen wir erstmal ins Archiv, suchen da die Sachen raus und dann gehen wir wieder zurück und sprechen mit den anderen. Die einzige, die wir jetzt noch nicht getroffen haben, war die Miss White. Aber vielleicht war es der Sohnemann. Liste der gestohlenen Pflanzen. Kunst und Kultur, Ökonomie, Technik, Geschichte, Medizin, Botanik. Eine Liste der gestohlenen exotischen Pflanzen von Kew Gardens. Dionea, bla bla bla. Ja, alles klar. Exotische Pflanzen, Band 4. Giftige Varianten. Die Gemeinsamkeit dieser Pflanze besteht darin, dass sie mehr oder weniger stark giftig sind. Dionea carnivorus. Das, was da steht. Jedoch können nur die ersten 3 Pflanzen für Menschen gefährlich werden. Vor allem Florem diabolica. Here it is. Vergiftung durch tödliche Pflanzen. Diebstahl und Mord. Der oder die Mörder könnten diejenigen sein, die die exotischen Pflanzen inklusive der tödlichen nach der letzten Ausstellung in Kew Gardens gestohlen haben. Nach dem Symbol auf dem zerbrochenen Topf suchen. Symbol auf dem zerbrochenen Blumentopf auf dem Hintergrund der Gärten. Er stammt nicht von Kew Gardens und bedeutet so viel wie göttlich, wenn ich mich nicht irre. Göttlich und irgendwas Asiatisches. Pflanzenhormone, medizinische Kräuter. Geschichte. Griechisch, Napoleon. Technik. Sapras, warum nicht Dynamit? Ökonomie, Stadt, Wirtschaft, Königreich, Landökonomie. That is not the one.
Kunst und Architektur. Hinterhof. Er stammt Kyugan und bedeutet so viel wie göttlich. Ah ne, das war das, was ich gerade noch genommen habe, genau. Pflanzenhormone, medizinische Kräuter, Nicotiana, Tabakum, Körperchemie, Erste Hilfe, Tuberkulose, Kokaintropfen bei Zahnschmerzen, Schlangenöl, Geschichte, griechische, Napoleon, römische, preußische, das Sapras, Bargeldtransporte, Schreibmaschine gehört der Zukunft, warum nicht Dynamit? Globale? Institut britischer Architekten, britisches Museum. Dann bleibt eigentlich nur die Zeitung. Eisenbahn, Konkurs, für Mordes verurteilt. Nelligan-Pleite, Einwanderung steigt. Triumph in Abu Klea. Weiß nicht, warum ich da gerade drauf geklickt habe. Hellenische Schätze gestohlen, Mahdi-Aufstand. Fliegende Hunger, blutiger Sonntag. Irgendwas mit göttlich müsste ich ja theoretisch suchen. Skandal bei der göttlichen Gesellschaft. Nö. Pforten, Schneesturm, Gibraltar. Zeichen und Symbole, göttliche Gesellschaft. Göttliche scholastische Gesellschaft für vegetative Verehrung und Meditation. Die Mitglieder der Gesellschaft beten Trevan an, den Gottkönig. Ihr Ziel ist es, spirituellen Frieden zu finden und sich von den Zwängen des Materialismus zu befreien. Von daher sind die Spenden, die sie erhalten, recht groß. Also irgend so eine Spende. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. So, Symbol auf dem Ausstellungstopf suchen. Markierte Blumentöpfe. Symbol auf den Blumentöpfen, die wir in den Kew Gardens gefunden haben. Die Töpfe stammen offensichtlich nicht von dort. Moos Gartenwelten, Werkzeuge und Vorräte für den Garten. Wir sind ein Premium-Lieferant für alle Ihre Bedürfnisse im Gartenbau. Umfangreiche Auswahl und Lieferungen von Sand, Pflanzenerde, Mulch und Top-Variationen, sowie sonst alles, was Sie benötigen. 3 Blurton Road. Here it is. My archive. I can... Informationen über tödliche Pflanzen. Ja, okay, das waren das. Das heißt, ne, war richtig. Wir müssen zurück zu Kew Gardens und vielleicht nochmal mit den beiden anderen schnacken.
Da ist viel zu laden. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Das Saufen. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... And... He had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Ah. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Klingt verdächtig. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Sugar Daddy. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes.
I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. That my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Tell Alle me, verdächtig. have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Thank you, young man. We shall see you again soon. Tödliche Pflanzen gestohlen, Vergiftung. Oha. Hä? What should we do next? So, das heißt, großes Haus gegenüber... Nee, Quatsch. Kleines Haus gegenüber vom großen Haus. Locked. 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 Ja. Also irgendwo turnt die Tante hier gerade rum. Locked. Alter. Ah. Look, Holmes, this charming lady must be Miss White. She's entering the seed house. Open. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you too. But Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Ah, das sind alles so zwielichtige Gestalten. Die haben alle ein Motiv. Teures Parfüm. Kann ich jetzt nicht riechen, aber... Ui. Rosa Flecken, frühere Mangelerscheinung. Allegra, arme Familie. Eine Sache fehlt. Unverheiratet.
Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Reden das alle immer so schön. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Hey. Die lügen. Hey. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Ich wollte an das Fenster. From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. This is one of the outlets of the ventilation system. Hier war das Fenster. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before. And now all of a sudden he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Bashen die sich alle darum, wem dieser Scheißladen gehört. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private.
I am sure you understand. Thank you, young man. We shall see you again soon. Ja, das heißt, wir können jetzt in die abgeschlossenen Bereiche. Theoretisch. Ich wollte gerade sagen, Alter, mach mich jetzt nicht schwach. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Ja. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing, but it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. A thesis written by Martin Hamish. A glasses case. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Das ist doch bestimmt nachher irgend so ein Gebäsche. Der eine will den Laden übernehmen, weil es gehörte seinem Vater, und der andere will es übernehmen, weil er mehr Ahnung von Pflanzen hat. Und die Frau... Ah. I am curious if the marble that we found... Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. It is a bust of Montague Dunn. Aber was hat das zu sagen? The seeds of plant species are stored here. Achso, ja. Kew Gardens is such an exciting place. A ventilation system. So, finden Sie die Pflanzen, die nach der letzten Ausstellung in Kew Gardens gestorben sind. Finden Sie die Pflanze, mit der man dann getötet wurde. Untersuchen Sie die Gebäude in Kew Gardens und sammeln Sie die Informationen über Montague Dunn. Finden Sie heraus, wer Montague Dunn ermordet hat. Schlüssel. Hat Schlüssel für alle Türen in Kew Gardens, außer für die Umkleideräume. Erfragen. 8 pro Stück. Okay. Nein, halt die Bank. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know, but it has always been there. Gehen wir davon aus, dass das Bruchstück wahrscheinlich die Sache sein wird, warum es nicht sein kann. Weil wir das Bruchstück nämlich in diesem Nebenraum gefunden haben. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken.
It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Excuse me, but I have to tidy up this room. Kew Gardens. Hey, lauf. From here, we are unable to see the... Muss ich vielleicht einfach nur mal dem Belüftungssystem folgen? Okay, wir haben nur das mit dem Schlüssel. Aber warte mal, vielleicht, hier kommen wir jetzt vielleicht noch rein. Ah. Champagne. Montague Dunn had good taste. French wine. A remarkable vintage. Newspapers discussing Kew Gardens. Die Belegschaft von Kew Gardens verkündet voller Stolz die Züchtung einer neuen Gerstenart, die völlig resistent gegenüber Kälte ist. Folgerechtlich wurde sie sibirische Gerste getauft. Martin Hamish, der stolze Züchter der neuen Getreideart, wird am kommenden Montag eine Pressekonferenz zu diesem Thema abhalten. Ja. Liebste Margaret, nach unserem letzten Gespräch glaube ich, es wäre besser, wenn du deine Arbeit hier in Kew Gardens einstellen würdest. Wie du ziemlich offen festgestellt hast, bist du ja nicht mehr auf meine Unterstützung angewiesen. Denn du stehst offensichtlich auf eigenen Füßen, wie du gemeint hast. Nun, so gebe ich dir deine Freiheit zurück und wünsche dir viel Glück in deinem zukünftigen Leben. Montague Dunn. Oh, die beiden haben irgendwas. Miss Whites Entlassung. Alberts Ambition. Nee. Warte mal. Vergiftung? Auch nicht. Entlassen. Oder ist hier irgendwas? Nö. Oder ich habe einfach nur einen neuen Hinweis gefunden. Das kann natürlich auch sein.
a photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Shit. Mein lieber Freund, erlaube mir bitte meine Enttäuschung über deinen letzten Brief zu äußern. Ich bezahle dich, damit du mich verteidigst und nicht damit du mich beschuldigst. Kew Gardens ist eine königliche Einrichtung. Wir erhalten die großartige Möglichkeit, die ganze Welt zu bereisen und die wertvollsten und seltensten Pflanzen zu bewahren. Unsere Aufgabe besteht darin, solche Pflanzen zu schützen. Auch nur vor allem vor jenen, die mit ihnen ihre dubiosen Geschäfte machen wollen. Diese göttliche Gesellschaft, von der du schreibst, hat kein Recht, solche wertvollen Pflanzen zu halten. Erinnere dich bitte an den Vorfall am 14. Juni 1889. Aus diesem Grund möchte ich dich bei allem Respekt ein weiteres Mal bitten, Kew Gardens die Genehmigung hinsichtlich dieser Pflanzen zu beglaubigen. Die entsprechenden Dokumente wurden dir am Montag zugeschickt. PS, wir sehen uns wie immer am Dienstag im Bottles. Montague Dunn. Mr. Dunn, wir bitten Sie zum letzten Mal, uns unsere lieben Schwestern zurückzugeben. Sie haben nicht das Recht, sie gefangen zu halten. Sie gehören Ihnen nicht. Ihre sogenannten Genehmigungen sind allesamt ungültig. Sie verstecken sich hinter Lügen. Unter anderem hinter der Lüge in der Presse, als der Vorfall am 14. Juni 1989 verbreitet wurde. Da sind keine weiteren Details nötig. Was Sie getan haben, ist wahrlich abscheulich. Seien Sie versichert, dass wir unsere Schwestern niemals aufgeben werden. Wir haben ihnen vertraut und bereuen das nun sehr. Die göttliche Gesellschaft. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Schulden von Miss Margaret White an Mr. Montague Dunn. Vermietung einer Wohnung in der Oxford Street. Ein Stipendium für das Studium und die Universität von London. Kredite bei Hamilton, bei der Radigan Hausschneiderei und beim Juwelier Baird Sons. Also die hat ganz schön sich was geliehen bei dem alten Herrn.
Montague Dunn hatte vor, Miss Whites Arbeitsverhältnis als Angestellte von Kew Gardens zu beenden. Miss White and Dunn. Finanzielle Unterstützung, die Miss White und Montague Dunn erhielt, überstieg die Bedürfnisse einer Studentin bei weitem. Mehr können wir, glaube ich, noch nicht machen. What should we... There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Several Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint... Wird wieder Zeit für die Hund. Locked. It does not. Neue Mechanik kannten wir noch nicht. Hallo Homora. Miss White's locker. Apparently, Miss White is a capable student. A draft of the letter that Miss White sent... Liebe Mutter, lieber Vater, nur mit Widerwillen schreibe ich diesen Brief, um euch um Hilfe zu bitten. Meine Studien- und Wohnkosten haben sich als höher herausgestellt als ursprünglich gedacht. Aus diesem Grund fürchte ich, werde ich sie auf lange Sicht nicht tragen können. Mir ist bewusst, dass wir in der Vergangenheit nicht immer einer Meinung waren, aber ihr werdet hoffentlich nicht so herzlos sein und tatenlos mit ansehen, wie eure Tochter nur aufgrund von Geldmangel ihr Studium nicht abschließen kann, oder? These jewels must be worth a small fortune. A vanity purse. It is of high quality. Margaret, wir waren ganz überrascht, als wir deinen Brief erhalten haben. Wie kannst du uns nur um Geld bitten, nach all den Jahren, seitdem du uns verlassen hast und in denen du nicht ein einziges Mal an uns gedacht hast? Bisher hast du uns nie etwas über dein Studium verraten, aber jetzt auf einmal tust du es doch. Vermutlich schämst du dich einfach für uns, weil wir nicht aus derselben oberen Klasse wie deine neuen Freunde stammen. Ja, wir sind bescheidene Menschen, aber du hättest zumindest von uns lernen können, dass die Familie an erster Stelle kommen sollte. Und zumindest haben wir nie unseren Ruf ruiniert, wie du es offensichtlich bereits mit deinem Arbeitgeber Mr. Dunn getan hast. Nein, Margaret, wir sind es, die sich wegen dir schämen müssen. Liebe Margaret, ich weiß, wie sehr dich deine Geldprobleme im Moment belasten. Ich werde jedoch nicht zulassen, dass du in solch einer Zwickmühle bleibst. Da kannst du dir sicher sein. Ich stamme aus einer wohlhabenden Familie und ich würde es als große Ehre erachten, wenn du meine Unterstützung annehmen würdest. Dein treuer Freund Albert. Der Sohnemann. Miss Whites Studium, Alberts Ambition? Nee. Miss White und Dunn. Alberts Ambition. Hä? Miss Whites Familie.
Das war's. Margaret Whites Studium und soziale Situation hingen vollständig von Montague Dunns Vermögen ab. Das ist natürlich schwierig. Okay, mehr können wir erstmal noch nicht tun. Martin Hamish's locker. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Sehr geehrter Herr Generalsekretär, aufgrund der jüngsten Ereignisse im Kew Garden möchte ich meine Bewerbung an den Posten des Direktors erneuern. Wie ich bereits an meinen frühen Briefen bekundet habe, halte ich niemanden für besser geeignet dafür als mich selbst. Als Mr. Montague dann noch am Leben war, konnte ich Ihre Bedenken in dieser Hinsicht verstehen. Sie hatten politische Gründe und ich hatte mich selbstverständlich damit abgefunden. Doch jetzt herrscht große Unordnung in Kew Gardens. Wie kann ich dieser Situation tatenlos zusehen? Wie kann ich die Gärten unerfahrenen und unmotivierten Menschen überlassen? Von daher muss ich Sie bitten, schnellstmöglich eine Entscheidung zu treffen, damit ich mich mit voller Stärke dieser wichtigen Aufgabe widmen kann und nicht mehr belastet werde durch die fortwährende Ungewissheit. Father and I, Kew Gardens. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Albert's locker. A picture of Miss White and Albert in front of the University of London. And they seem to get along. No. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. A rejection letter from the British Royal Naval College. Sir, mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass wir Sie trotz Ihrer hervorragenden Ergebnisse bei unserer Eingangsprüfung nicht auf der Royal Navy College willkommen heißen können. Ihr Vater, Mr. Montague Dunn, hat seine Absicht zum Ausdruck gebracht, Ihnen die Leitung der königlichen botanischen Gärten in Kew Gardens anzuvertrauen. Und es erscheint selbstverständlich, dass er nicht ein ganzes Jahr, das Sie für die Marineausbildung benötigen, auf Sie verzichten wird. Wir wünschen Ihnen viel Glück für Ihre Zukunft in Kew Gardens. Hochachtungsvoll, Jam, bla bla bla. Okay, dann gehen wir mal eben den Schnüfflerhund holen. Machen erstmal das Suchen und dann gehen wir mit den ganzen Sachen nochmal auf die Leute zu. Wo bist du, mein kleiner Schnüffler? Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to... Let us take Toby to the... Search, Toby. Search. Alter, wenn er mit den Ohren flattern könnte, könnte er fliegen. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here.
There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes, a tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Eine chemikalische ganz. Analyse. Let us determine just what we have. Let us pour liquid from the bottle into a test. A colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a pipette. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Mitglied der göttlichen Gesellschaft. Okay. Machen wir das eben auch noch. Göttliche Gesellschaft, göttliche Gesellschaft. Der Vorfall, also wahrscheinlich irgendwas mit Zeitung. 1889. Die göttliche Gesellschaft eingetragen, blablabla. Eine Vereinigung von Anhängern, die sogenannten Gottkönigs Trevern, dem Schutz der Pflanzen und Bäume als ihr Ziel vorgegeben, steht im Mittelpunkt von polizeilichen Ermittlungen. Die Anführer der Vereinigung stehen im Verdacht, die Veruntreuung von Vereinsgeldern. Je nach Ausgang der Ermittlungen besteht die Möglichkeit, dass offizielle Anklage erhoben wird. Indes werden viele Stimmen laut, das Vorgehen der Polizei scharf verurteilen. Das verwundert allerdings nicht diese private Organisation, die sich offenbar dem Naturschutz auf der Fahne geschrieben hat. Kann zahlreichen Einfluss und Mitglieder vorweisen, darunter auch bekannte politische Persönlichkeiten der Oppositionspartei. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. Aber ich denke mal, damit machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Weil ich denke mal, das wird noch ein bisschen länger gehen, was wir hier gerade zu tun haben. Ja, wir haben jetzt auch den nächsten Ort. Ich denke mal, dann machen wir heute mal einen kleinen Cliffhanger. Und gucken dann beim nächsten Mal da weiter rein. Dann ist das heute mal ein kleiner Stopp.
Gute Jungs und Mädels. Dann würde ich sagen, wir machen erstmal Schluss. Und beim nächsten Mal machen wir dann genau da nahtlos weiter. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Dankeschön, Dankeschön. Dann haltet euch nochmal eben kurz fest. Dann machen wir eben nochmal einen kleinen Raid. Und ja, sehen uns dann die Tage in neuer Frische. Morgen ist ja erstmal Pause bei mir. Aber ich wollte gerade sagen, ihr werdet wieder von mir hören. Wir hören wieder alle voneinander, ihr Süßlons. Dann wünsche ich euch noch eine angenehme Nacht und bis zum nächsten Mal. Ist aber eher Gold. Ja, passt doch zu dir. Guck mal, hinter der 1 der goldene Name. Passt. Lesoro, vielen, vielen Dank für deinen Raid und hallo liebe Raider. Wie war euer Stream? Was habt ihr gemacht? Lieber Fuchs, mal einmal aufs Herzchen drücken. Ich muss mal gucken, folge ich? Ich glaube ja. Ich hoffe.